So, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mit den Fensterschlüsseln von unserem 107er beschäftigen. Einmal die oben rechts und links am Windschutz und einmal die an der A-Säule, die komplett bis runter zur Tür verlaufen. Mit denen wollen wir uns heute beschäftigen und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und dann sehen wir uns nach dem Intro. So, also wie gesagt, ich habe jetzt hier alle Komponenten, wo wir an der Windschutzscheibe haben, im Innenraum, habe ich jetzt abgenommen. Habe ich machen müssen, weil ich hier meine Sonnenblende habe, die ich hier dann installieren muss und dann auch mit Strom versorgen muss über die Innenraumbeleuchtung. Kommt dann im nächsten Video und deshalb habe ich die Fensterschlüssel schon mal abgenommen. Und ich werde die jetzt sauber machen, vernünftig reinigen. Und dann bauen wir die oben am Fahrzeug wieder ein und dann zeige ich euch das. Der Fensterschlüssel oben am Windschutz, wir haben jetzt hier den in Fahrtrichtung links, also auf der Fahrerseite, wird einmal gehalten mit dem Clip von der Sonnenblende, da kommt dann hier eine Blechschraube durch, dann wird er einmal hier gehalten, einmal hier unten nochmal mit der Blechschraube am Rahmen verschraubt. Und wenn man dann, wenn ich jetzt die richtige habe, ja genau, die seitliche hat, wird hier oben mit der Schraube befestigt, beziehungsweise kommt dort ja dann die Haltebuchse von der Sonnenblende rein und wird ja dann mit diesem Fensterschlüssel am Rahmen verschraubt. Beim oberen müsst ihr aufpassen, ihr müsst auf jeden Fall den Spiegel abnehmen, weil in der Mitte werden die Fensterschlüssel von der Grundplatte vom Innenspiegel gehalten. Ja? Die Grundplatte ist hier mit 3 Schrauben am Rahmen befestigt und jeweils mit der linken und der rechten Schraube werden die Fensterschlüssel oben am Rahmen festgehalten und die Grundplatte wird dann montiert und der Spiegel wird dann hier mit dieser Feder einfach dann hier wieder reingedrückt und dann hält der oben dran. Ja. So, schaut mal her, ab und zu ist auch kein Thema, irgendwelche Zierleiste oder irgendwelche Blende einfach mal abzunehmen. Jetzt hier nach 33 Jahren ist hier wahrscheinlich noch ein bisschen was drin von Virginia Beach hier. Und jetzt, wenn wir schon mal abgebaut haben, kann man natürlich das auch nutzen, die Sache auch mal von innen zu reinigen, weil gerade jetzt bei so Elementen, die ein bisschen sich mitbewegen, beziehungsweise dann auch, wenn man die Tür auf und zuschlägt, ein bisschen Vibration ausgesetzt sind und wenn sie dann dahinter Dreck ist, dann macht man das Auto im Innenraum sauber, das macht man immer sauber, steckt aus, schlägt die Türe zu und dann kommt hier der Staub oder Dreck hier an den Ritze wieder raus und verdreckt dann wieder den Innenraum und dann denkt man sich beim nächsten Mal einsteigen, hey, ich habe ihn ja gerade erst ausgesaugt und ihn sauber gemacht, ja, und es ist ja schon wieder Staub und Dreck, ja. Und deshalb sind so kleine Sachen, wenn man gerade so Blende mal ausbaut, ja, und die dann auch mal von der anderen Seite, die man ja nicht sieht, mal sauber macht, lohnt sich das auch. So, und jetzt hier oben am Fahrzeug machen wir den Einbau. Wir nehmen erst die Blende, den Fensterschlüssel oben am Windschutz. Hier haben wir unsere 2 Innenraumbeleuchtungen. Man steckt einfach die Innenraumbeleuchtung hier so durch. Wenn die schräg nimmt, passt die komplett durch.
lege den Fensterschlüssel hier an und schaue, dass man hier auf das Loch kommt für die Blechschraube und nehme dann den Clip für die Sonnenblende komplett mit der Schraube und verschrauben das hier, damit das jetzt hier so in Position ist. Können dann unser Licht schon reinmachen. Befestige hier unten den Fensterschlüssel mit der zweiten Blechschraube. So, der lange Fensterschlüssel wird hier oben, ich habe hier oben die Aufnahme für die obere Blechschraube. Dort wird dann nachher auch die Sonnenblende, also der linke Haltebügel von der Sonnenblende hier verschraubt und der deckt dann quasi diese Aussparung hier komplett ab und hier wird die Sonnenblende dann eingeklippt. Hier mache ich den langen Fensterschlüssel fest und am Rest wird er hier mit den Clips kalt. Das heißt, es wird nur noch von unten, hier sieht man es nochmal innen drin, hier nur so reingeschoben. Also eine Schraube oben und der Rest bis unten hin, auch dieses schmale Stück hier unten, wird dann auf Höhe von der Tür dann nur noch eingeschoben in diese Clips. So, wenn die beiden Fensterschlüssel hier passen, kann ich dann, wenn die rechte dann auch montiert ist, meine Grundplatte für meinen Spiegel hier wieder von unten dagegen schraube mit den 3 Schrauben, wo dann links und rechts jeweils mit der Schraube die Fensterschlüssel zusätzlich gehalten werden und dann den Spiegel schräg wieder reindrücke und quasi dann so wieder installiere. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von unserem Video heute über die Fensterschlüssel. Im nächsten Video machen wir die Installation der Sonnenblende, da freue ich mich schon drauf. Jetzt im Anschluss gibt es noch die ganze Teilenummern der Komponente, die wir heute behandelt haben im Video. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video und sehr gerne macht ein Abo über meinen Kanal, da würde ich mich freuen. Kostet auch nichts und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao.